abbiegen in die Straße Kosteny, dann in die nächste Straße links abbiegen. Links abbiegen in die Straße Abelskenacki, dann in den Linksverkehr. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und in die Straße Bratz K fahren. Moinsen, wir sind hier in Jablonek. Oder Jablonek, glaube ich, spricht man es. Heute ist hier Feiertag. Da sind die Geschäfte zu. Und wir waren in 500 Metern rechts halten und in die Straße Obalbano fahren. Wir waren in Friedstein. Da ist eine alte Burgruine, die habe ich besichtigt, ein Video gemacht. Den Video muss ich allerdings noch bearbeiten, und wer sich dafür interessiert, wer den sehen will, rechts halten und in die Straße Obalbano fahren. Wer diesen, ja, das war jetzt falsch. Das war jetzt falsch hier. Mist. Links abbiegen in die Straße nach Kladny, dann in die nächste Straße links abbiegen. Links abbiegen in die Straße nach Kladny, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Jetzt war ich hier gerade als Vorwald da vorne, habe ich gesehen, war der Kreisverkehr gesperrt. Aber wenn ich jetzt hier geradeaus fahre und dann da oben links, dann komme ich auch wieder dahin. Dann muss ich da nicht an der Baustellenampel anstehen. Also was ich sagen wollte, ich habe also da auf der Burg ein Video gemacht, und wenn ich den fertig bearbeitet habe, gibt es den irgendwann zu sehen. Und wenn euch das Links interessiert, abbiegen in die Straße Masna, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. wenn euch das interessiert, den findet ihr später mal in der Playlist Sightseeing, und dann wäre es jetzt an der Zeit, den Kanal zu abonnieren. An der Ampel rechts abbiegen. Dann verpasst ihr das nicht. Und ja, so. Allzu viele von den die Kaufhalle hier halt auch zu. Ja, Sonntag haben normal die In Geschäfte auf. 7,5 Kilometern links halten und auf die 35 fahren. Sonntag haben normal die Geschäfte auf hier, aber am Feiertag, heute ist irgendein Feiertag, ich habe keine Ahnung, wie der genau heißt. Ich habe es gestern gelesen im Kalender, aber habe es wieder vergessen. Und obwohl ein paar Leute habe ich gesehen, die haben gearbeitet da an der Autobahnbaustelle, da wurde gearbeitet, trotz Feiertag, und dann ein paar andere. An der Häuserbaustelle haben wir auch gesehen, dass da wo gearbeitet wurde. Ne? Scheint ja also nicht so streng geregelt zu sein wie in Deutschland. Wer will, kann auch am Sonntag arbeiten oder am Feiertag. Aber wie gesagt, die meisten Geschäfte hatten zu. Ja, und ich habe die Gelegenheit genutzt, wenn ich jetzt heute nichts liefern kann und so weiter, weil alles zu ist, haben wir gedacht, machen wir wieder einen Ausflug auf eine Burg. Das machen wir ja immer wieder ganz gern, weil es trotzdem immer wieder schön, diese alten Gemäuer da und sich vorzustellen, wie die Leute damals gelebt haben und so weiter. Ne? Und die Burg, die war jetzt also ganz oben am Berg.
Und man kann fast bis an die Burg hinfahren mit dem Auto und dann geht man nach 10 Minuten zu Fuß. Also auf einem gut ausgebauten Weg geht man da dem auch fahren, könnte aber nicht darf. Ne? Allerdings, wenn man dann an der Burg vor Ort ist, da sollte man dann schon gut zu Fuß sein, weil da in der Burg gibt es viel Klettereien auf steilen Treppen, die so steil sind, also das ist schon fast, die eine Treppe war schon fast wie eine Leiter und die Treppe. Ne? Also da sollte man schon gut zu Fuß sein und vor allem schwindelfrei, wenn man den Turm besichtigen will, weil da geht so eine Wendeltreppe hoch, in der Hälfte vom Turm ist dann da ein Eingang und wenn man dann an dem Eingang ist, wenn man rauskommt wieder aus dem Turm, dann hat man die Übersicht in der Abgrund, weil da ist dann keine Mauer, nichts, da ist nur diese Wendeltreppe. Ne? Da sollte man also schon schwindelfrei sein, wenn man da diesen Turm besichtigen will. Ne? Und natürlich gut zu Fuß, weil wie gesagt, die Treppe da ist ziemlich steil da hoch. Man kann natürlich auch unten bleiben, unten gibt es auch ein paar Sachen, da sind die Treppen nicht so steil, wo man ein bisschen rumlaufen kann. Dann gibt es auch neben der Burg ein Imbiss und so ein Dixie-Klo ist auch, dieses Dixie-Klo, das war erstaunlich sauber. Ne? Das hat mich angenehm überrascht. Ja, und Eintritt kostet die Burg pro Person 70 Kronen und der Parkplatz 30 Kronen pro Stunde. Ich habe da 2 Stunden gebucht, ne, aber wenn man nicht ganz 2 Stunden unterwegs war, gab es nicht. Aber ich wollte jetzt nicht mich abhetzen müssen. Ne? Und das war mit 2, aber was soll's, das sind 24 Kronen ist ein teurer, das sagen wir mal 1,50 pro Krone, dafür ist es ein bewachter Parkplatz, da läuft ein Aufpasser da rum. Ne? Ja, wie gesagt, das ist auf alle Fälle, also meiner Meinung nach wert. Es war ein schönes Erlebnis, da oben rumzukraxeln. Das Wetter hat auch gepasst. Und soweit ich weiß, ist die Burg noch bis Ende Oktober offen. Und dann ist die Winterpause, weil wie gesagt, das ist da ziemlich steil da oben rumzuklettern und wenn da dann Schnee liegt oder Eis und so weiter, das ist einfach zu gefährlich. Und da haben die dann im Winter zu. Und wir hatten jetzt richtig Glück, weil wir sind dort angekommen, da war kaum Betrieb, sind wir gleich rangekommen, gleich rein, konnten alles schön sehen. Und als wir die Runde gemacht hatten, da kam dann die ganze Gruppe, ein Betriebsausflug vom Bauhaus, das waren so 5 Bullis, hätte ich beinahe gesagt, das waren jetzt, ich weiß gar nicht, was das für Fahrzeuge waren, aber 5 so ein bisschen voll, so Transporterbüsle mit Leuten, ne? Und das war so eine ganze Gruppe, die da dann auf einmal da zwischendrin rumgelaufen ist. Da war ich froh, dass wir mit der Besichtigung schon durch waren, als die gekommen sind. Da konnte ich in Ruhe filmen, ohne dass mir ständig jemand durchs Bild läuft. 35 fahren. Das war also ganz interessant, mal wieder so eine Burg besichtigen. Und warum wollte mich das Navi jetzt erst Richtung Turnhof schicken? Das ist doch die falsche Richtung. Ich muss doch Richtung Liberec. Zum Glück kenne ich mich ein bisschen aus. Ich weiß, in welche Richtung ich fahren will. Ja, und ich begrüße jetzt erstmal alle, die jetzt hier sich neu eingeschaltet haben. Wir sind jetzt auf dem Weg von Jablonek nach Zittau, fahre ich jetzt erstmal.
wie gesagt, gerade heute keine Lieferung, kein nix. Heute sind wir mal wirklich privat unterwegs. Das Wetter passt da. Ich habe schon Burgbesichtigungen gehabt, da war ich pitschenass, weil es plötzlich das Regnen angefangen hat. Na. Aber das hat mich dann trotzdem nicht davon abgehalten, weiterhin zu schauen. Ihr könnt ja mal in der Playlist die Sightseeing danach gucken. Da könnt ihr das dann sehen, wo wir schon überall waren, auf welchen Burgen. Das sind natürlich die ältesten Videos in dieser Playlist. Das sind noch, wo ich die Fotosammlung zusammengeschnitten habe zu so wie nennt man das, Slideshow. Weil ganz früher hatten wir ja noch keine Digi-Kameras, sondern da hatten wir halt nur Bilder zu machen, ne? Fotokamera. Und die sind natürlich dann auch ohne Ton und so weiter, ne? Aber nur mal als Anregung, wer sowas mal sehen will. Allzu viel von diesen Sightseeing-Videos mache ich ja nicht mehr, also Burgen habe vielleicht 1 oder 2 im Jahr mal. Und dann zwischendurch auch Museen, die sind auch in der Sightseeing-Liste. Weil wenn ich schon mal irgendwo bin an einem Ort oder in der Stadt, wo es so Sachen zu sehen gibt und ich habe dann die Zeit, dann nutze ich das aus und schaue mir das an, weil andere Leute, die fahren da direkt hin in der Urlaub und ich komme da so nebenbei dran vorbei und dann nutze ich halt die Gelegenheit, um mir solche Sachen anzuschauen. Ja, und da habe ich jetzt natürlich kein Live gemacht von der Burg. Weil ich wusste es gar nicht, ob ich dort einen Empfang habe und ich wollte jetzt da auch ein dauerhaftes Video machen. Und da immer wieder zusammenschneiden, weil zum Beispiel als ich diese steile Treppe hoch bin, da konnte ich nicht dann noch die Kamera in der Hand halten. Ne? Da hätte ich Angst gehabt, dass man die dann runterfällt. Dann fällt sie irgendjemand anderen auf den Kopf, ne? Und dann gibt es wieder Probleme. Ne? Das muss dann auch nicht sein. Muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich habe dann noch meine Actionkamera gehabt, die ich mir an der Kopfschnall, ne? Und da war dann wieder die Batterie leer, weil ich die vergessen habe aufzuladen. Ja, ich habe die Kamera jetzt eine Zeit lang nicht benutzt, ne? Und da habe ich eben vergessen, die aufzuladen. Ne? Muss man schauen, ob ich da den Abschnitt auch mit in das Video integrieren kann. Ja, und hier sind wir jetzt dann gleich bald bei Liberec. Aber hier haben auch die Läden alle zu. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungewohnt für mich. Normal halte ich da irgendwo an, hol mal was zu essen und einen Kaffee dazu. Ne? Das kann ich jetzt heute nicht. Aber vielleicht kann ich ja da vorne mal an der Tanke anhalten. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Hier sind wir jetzt, also Liberec, da vorne die Häuser und da lese ich gerade ein Schild Zoo Liberec, da war ich natürlich auch schon, da gibt es auch ein Video davon. Der ist dann auch in der Sightseeing-Liste.
Ah ja, und jetzt kommt die Baustelle da vorne, da ist Autobahnbaustelle. Und hier links, wenn man da jetzt hier die Ausfahrt nimmt, da ist Nysa Einkaufszentrum, ein großes. Da war ich auch schon, da habe ich auch ein Video gemacht, den gibt es dann in der Shopping-Vlog-Playlist. Wer sich für sowas interessiert. Aber von diesen Shopping-Videos, da mache ich auch nicht mehr allzu viele. Ja, hier links wäre das. Naja, die meisten Videos, die ich habe, sind dann doch irgendwie so ein paar Videos. Jetzt sehen wir gleich hier die Baustelle. Da kommt jetzt ein Tunnel, ich weiß nicht, ob die im Tunnel, ob da die Verbindung bleiben wird oder ob die Verbindung abreißt, das werden wir gleich sehen. Apropos Verbindung abreißen, ich war gestern ja in Skorzelec und da bin ich, also wir waren zuerst in Jelena Góra, dann auf dem Rückweg nach Skorzelec habe ich da dann auch ein Live gemacht. Und auf der polnischen Seite war das kein Problem, ne? Und dann bin ich auf die deutsche Seite hinübergefahren und schon war die Verbindung weg, ne? Obwohl ich eigentlich einen deutschen Anbieter habe für den Mobilfunk. Ich nenne jetzt den Namen nicht, weil das tut jetzt nichts zur Sache, aber es ist ein deutscher Anbieter, ne? Und da möchte man dann meinen, dass man in Deutschland dann ein Funknetz hat, aber in der Stadt in Görlitz habe ich keine Funkverbindung mehr gekriegt. Ne? Musste ich dann den Livestream abbrechen, ohne mich zu verabschieden, weil es war einfach nicht mehr möglich, da eine Verbindung aufzubauen. Na, ich weiß nicht, das ist mir schon öfter in Görlitz so passiert. Besser in Polen fährst du überall rum, da hast du überall Empfang und da kommst du nach Deutschland rein und da ist der Empfang weg. Ne? Das ist schon schwach sowas. Ne? Also, ja, und da könnte man meinen, die Leute in Görlitz, die haben alle noch Festnetz, weil anders kann man sich das nicht vorstellen. Und siehst du hier an dieser Baustelle, die arbeiten heute. Ja, das machen die ganz gut. So einen Feiertagen durcharbeiten, ne? Damit es schneller fertig wird. Und die Leute, die da Sonntag arbeiten, die kriegen natürlich da dann extra Geld dafür, ist klar, Sonntagszulage und so weiter. Und die haben bestimmt dann auch während der Woche irgendeinen Tag frei. Das kann man ja mit Schichten so organisieren, dass die Leute nicht 7 Tage am Stück arbeiten. Weil auch die unterliegen hier dem EU-Arbeitszeitgesetz, wonach eben nach 48 Stunden Wochenendruhepause zu folgen hat. Na. Ja, und hier links ist jetzt der Globus, da sind wir auch schon des Öfteren gewesen. Der hat halt aber auch zu. Das halt alles zu. Und hinter mir kommt jetzt ein Krankenwagen. Der fährt ohne Sirene. Aber gesehen habe ich ihn trotzdem. Ich will nur schauen, wo ich mich da hinstelle. Am besten hier. Weil ich will ja nur kurz jetzt einen Kaffee holen.
Ich lese mal kurz die Kommentare, wenn wir hier schon stehen. Ja, Daniel, hallo, servus. Alexander Wehmeier, auch hallo. Andreas, jawohl. Natürlich, pass mal auf, wenn wir unterwegs sein. Und ich gehe jetzt mal kurz in die Tanke da rein, um Kaffee zu holen. Hallo zusammen. Liebe Grüße. Machen Sie bitte Like. Willkommen in unserem Kanal. Wir sind im Chichai. Daniel, Servus, Alexander, hallo, Andreas, hallo. Liebe Schauer, machen Sie bitte Like, danke. Hallo. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sind im Tisha. Wir haben einen Ausflug. Danke für Like.
Heute ist ein Feiertag. Alles zu. Nur ein bisschen klein Geschäft auf, dann auch auf. Ja, Babek kommt jetzt. Danke. Du kannst nicht so. Achtung. Ich lade dich. Ich lade euch zum Kaffee ein. So, jetzt gibt es hier einen mittleren, großen Kaffee und Croissant dazu So, das war's dann. für 168 Kronen habe ich bezahlt. Mal kurz rechnen. Wir sind ein Unterdressen. 168 geteilt durch 24, also 7 Euro für 2 Kaffee und 2 Aber das ist nicht viel. 2 Croissant, 2 Kaffee, 2 Croissant für 7 Euro an der Tanke, an der Autobahn, das geht eigentlich. Oh, nicht schön. Ein bisschen. Geizig. Diese Danke, geizig. Oh, guck, nicht wie in Polen. So. Und es geht weiter. Ich lade euch zum Kaffee trinken. Ja, zumindest heiß ist er, das passt schon mal. Ja, das muss jetzt einfach sein. Kann ich die ganze Zeit fahren, ohne Kaffee zu trinken, das geht nicht. Kaffee, das gehört dazu. Der Truck braucht Sprit, der Fahrer braucht Sprit und das ist ein Arschloch, hier hast du Ding gesehen. Vor der Ausfahrt muss er unbedingt noch überholen, als ob er nicht hinter mir auch rausfahren könnte. Ne? Ja, es gibt so selten dämliche Leute. Ich frage mich immer, was bei denen in der Kopf vorgeht, wenn die unbedingt vor der Ausfahrt noch überholen müssen. Das sieht man fast auf jedem Dashcam-Kanal, aber auf jedem Dashcam-Kanal gibt es keine Folge, ohne dass mindestens 5 Fahrzeuge zu sehen sind, die vor der Ausfahrt noch überholen. Ja. Manche, die sind schon hinter dem LKW oder hinter dem anderen Fahrzeug und fahren dann nochmal nach links drüber, nur um nochmal zu überholen vor der Ausfahrt. Ja. Das ist sowas von dämlich. Ja. Da ist mal keine Deutsch schneller.
aber die können ja offenbar nicht normal fahren. Die müssen immer Höchstgeschwindigkeit rasen. Hast du gesehen im Weg, wo ist noch? Ja? Hast du gesehen, das Motor überholen? Der Strecke im Wald hat mir einer überholt. Der wäre beinahe noch in der Graben gefahren, weil die Straße ja von der Breite her das Überholen nicht hergegeben hat. Ne? Dann noch eine aufgemotzte Karre mit Kotflügelverbreiterungen, ne? Dass er noch einmal ein bisschen breiter ist wie normal. Aber muss an der Engstelle überholen. Ne? Und gedacht hätte ja, wenn er in der Graben gelandet wäre mit seiner Scheißkarre. Ne? Das hätte sich dann richtig gelohnt. Ne? Hallo, machen Sie bitte rein, danke. An die Strecke hier, die kennt ihr ja, zumindest die Leute, die jetzt hier mitschauen, die schon öfter bei mir dabei waren. Hier sind wir schon ein paar Mal lang gefahren. Da kommt jetzt dann gleich die Ausfahrt Richtung Zittau, wo wir hinwollen. Und hier diese Kameras, die da oben auf dieser Schilderbrücke sind, hier der Kamerabrücke, Schilder sind ja keine. Diese Kameras, die sind für die Maut. Zu 35, dann rechts halten. Weil die Strecke hier ist mautpflichtig. Ist da vorne hin. Und du musst, wenn du in der Tschechei fährst, online dein Fahrzeug registrieren. Du kaufst quasi, also wenn ihr jetzt einen PKW habt, kauft ihr die Vignette online. Das gibt es immer zum Aufkleben und so weiter. Ne? Und da tust du also dann, weiß gar nicht, was es da gibt. Weil ich habe ja mit meinem Truck hier, Zu 35, dann rechts halten. mit meinem Truck hier muss ich ja Kilometer bezahlen, da habe ich ja hier einen Transponder drin. Das ist wieder was anderes und da wird es dann immer im Monat abgebucht. Rechts halten und auf der 35 bleiben. Aber für PKWs gelten ja andere Mautregeln. Übrigens hier in der Tschechei, da kannst du Verkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und auf die 35 fahren. Da geht die Maut nur nach dem Gewicht vom Zugfahrzeug, also so wie es in Deutschland auch ist, bis 3,5 Tonnen und darüber. Und in Polen ist es anders, da wird der Anhänger mit dazugezählt. Wenn ihr mal in Polen fahrt, habt einen Anhänger dran an eurem Fahrzeug und kommt über 3,5 Tonnen, müsst ihr da Maut bezahlen. Das geht auch über Online-Registrierung. Da habe ich schon Videos gemacht dazu. Da müsst ihr mal in der Playlist Trucking nachschauen. Ich kann mich erinnern, ich habe Fahrverbote. Ich habe aber auch ein Mautvideo, wo ich alles zusammengefasst habe, Deutschland, Tschechei und Polen, wo ich dann zumindest unten in der Videobeschreibung dann die entsprechenden Links dazu reingeschrieben habe, damit ihr mal die Online-Adressen habt und die Seiten, wo man die Maut registriert. Und wenn ihr unter 3,5 Tonnen seid, ist das ja einfach. Wenn in Polen braucht es da überhaupt keine Maut. Und in der Tschechei, da hat man halt diese ich weiß nicht, ob es Tagesvignetten sind oder Monats, Wochen, Monats, ich weiß nicht, was es da gibt genau.
Weil wie gesagt, ich habe ja meinen Transporter, da funktioniert das anders. Ja, mit den Fahrverbote da, weil wir gerade den LKW hier sehen mit dem Feiertag, da habe ich auch ein Video dazu gemacht über Feiertagsfahrverbote. Den findet ihr auch in der Playlist Trucking. Ja, und jetzt kommen wir dann noch, wenn wir jetzt von hier aus nach Deutschland rüberfahren, dann fahren wir erstmal ein Stück durch Polen durch und dann erst nach Deutschland rein. Oder wir fahren die andere Strecke, wo wir direkt nach Zittau. Es gibt zwei Dinger, die man fahren kann. Wenn man über die Hauptstrecke fährt, dann kommt man zuerst ein kurzes Stück durch Polen durch und fährt dann über die Bundesstraße nach Zittau rein. Oder es gibt dann noch eine Nebenstrecke, wo man direkt von der Tschechei nach Zittau reinkommt, ohne dass man über Polen fahren muss. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, weil mir jetzt gerade einfällt mit der Grenzkontrolle, gestern war ich ja in Görlitz, auf der deutschen Seite in Görlitz. Da standen überall Polizeiautos rum, ne? Da hast du mehr Polizeiautos gesehen als normale Autos. Ne? Alle Parkplätze waren zugestellt mit Polizeikarren. Ne? Wahnsinn. Ja, Quält ist eh nicht richtig. Ne? Überall waren die, wirklich überall. Ich habe da ein Video dazu gemacht. Der Video, der geht dann morgen online. Die könnt ihr euch dann anschauen. Das ist allerdings ein Video ohne Kommentar. Das ist ein Video ohne Kommentar. Den habe ich von der Dashcam. Und meine bescheuerte Dashcam, die macht wieder keine Tonaufnahmen. Ich weiß nicht warum. Ich habe das jetzt schon einmal, also als ich sie neu gekauft habe und neu eingebaut habe, da hat es wunderbar funktioniert. Da waren die Tonaufnahmen mit dabei und plötzlich macht sie keine Tonaufnahme mehr. Dann bin ich ins Menü reingegangen. Da gibt es einen Punkt Audioaufnahmen ein- und aus. Da habe ich die Audioaufnahmen eingestellt, eingeschaltet, gespeichert und jetzt macht sie wieder keine Tonaufnahmen. Ne? Jetzt ist es wieder tonlos, die Aufnahmen. Ich verstehe es nicht, warum. Warum verstellt sich die von alleine, ohne dass ich was dran mache? Genauso wie das Datum. Das Datum habe ich schon 100 Mal neu eingestellt, da habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Das stellt immer wieder das falsche Datum ein. Da wärst du doch in der Pfanne verrückt. Und das Komische ist, dass am Anfang hat es funktioniert. Da war immer der Ton mit dabei. Und plötzlich nimmst du den Ton nicht mehr auf. Das soll man jeder verstehen. Das soll mal einer verstehen. Den Kreis Ausfahrt verlassen. Ja, der ist jetzt da zumindest fertig mit dem Überholen, bevor man kommt. Ne? Obwohl auf der Strecke ist hier Maximalgeschwindigkeit 90. Und ich fahre jetzt punktgenau 90. Also fährt der jetzt da locker mal 110. Ja. Fährt ja also locker mal 110. Jetzt kommt hier der Kreisverkehr. Der erste. Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und auf die 35L fahren. Da sind wir immer noch. Da sind wir immer noch in der Tschechei. Ja, wird man jetzt hier rechts fahren, da kämen wir dorthin, wo ich gesagt habe,
wo man über die Brücke fährt, über die Bundesstraße, wo man jetzt zuerst das Stück durch Polen durchfährt. Ne? Und wir fahren jetzt aber ein anderes Ziel an in Zittau selbst, da bietet es sich an, hier rumzufahren. Aber dort ist natürlich auch, wo wir jetzt fahren, ist natürlich auch Kontrolle. Ne? Ohne Kontrolle kommst du nicht mehr rein nach Deutschland. Selbst an die kleinen Grenzübergänge steht diese mittlerweile. Ja, das muss ich jetzt schon wieder in Frage stellen. Mir fällt jetzt einer ein, wo ich fahren könnte, wo ich schon lange keine Kontrolle mehr gesehen habe, aber das verrate ich jetzt nicht, welcher das ist. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und auf Weil die sonst komme ich hier noch 35L fahren. Sonst komme ich noch in Verdacht. Ich würde hier die Schleuser Tipps geben, wo man fahren kann. Ja, und wenn wir jetzt hier rüberfahren nach Zittau, ja, da kommt man auch ein Stück durch Polen durch. Aber nur einen ganzen kurzen, noch ein kürzeres Stück als wir auf der anderen Strecke. Und wären wir jetzt noch ein Stück weiter geradeaus gefahren, da hätten wir direkt nach Deutschland gekönnt. Jetzt ist hier irgendwo gleich die polnische Seite. Hier sieht man gar nichts von Grenze oder so weiter, aber das muss jetzt hier irgendwo sein. Also die Tanke hier ist noch, tschechisch. Und warum steht da deutsche Polizei in der Tschechei hier? Hier sind wir jetzt in Polen. Hier war jetzt das Schild Polen. Warum steht ein deutsches Polizeiauto drüben auf dem tschechischen Gebiet? Gibt's denn das? Dürfen die das? Aber da muss ja auch noch, wenn der jetzt von Deutschland dahin fährt, wo er jetzt gestanden war, muss er ja auch durchfahren. Petranka. Ja, und das ist jetzt immer noch ein Stück Polen. Und links, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, die anderen Bäume da hinten, die sind dann schon wieder Deutschland. Das ist hier nur ein ganz schmaler polnischer Streifen hier, wo man hier durchfährt. Und der Laden mit seinen Steh im Weg da hat offen und das Zigarettengeschäft hat auch offen. Die anderen waren alle zu. Fragt mich aber nicht, was Zigaretten in Polen kosten. Ich habe keine Ahnung, weil ich bin Nichtraucher. Ich achte nicht auf Zigarettenpreise. Scheinen aber um einiges billiger zu sein als in Deutschland, weil viele Leute, ich sehe das immer wieder an der Tanke, stangenweise nehmen sie sich die Zigaretten mit. Ne? So, und jetzt die Brücke ist jetzt hier die Grenze zwischen Polen und Deutschland. Jetzt muss ich hier mal das Fenster runter machen, für den Fall, dass der mich jetzt irgendwie anquatschen will. Der irgendwas will von mir. Lass uns hier durchrollen. Und ja, das war ganz okay. Ich habe jetzt fast den Eindruck, dass ich die Frau da schon an der anderen Grenze stehen sehen habe. Ne? Ich glaube, die war gestern in Görlitz an der Grenze gestanden. Und das war ihre Schwester, keine Ahnung. Aber ich nehme an, dass die durchwechseln, damit da nicht zu viel Routine reinkommt. Damit sich da keine Schludereien einschleichen. Haben wir gleich, man ist kaum in Deutschland, fällt man in ein Funkloch rein.
Das geht mir so auf den Zeiger. Na, komm rüber. Das geht mir so auf den Zeiger, wenn da diese Funklöcher immer sind. Ja, bei dem Wechsel vom tschechischen Netz ins polnische Netz, wir waren ja jetzt kurz ein Stück in Polen. Das hast du gar nicht gemerkt, dass du da in einem anderen Land bist. Das hat wunderbar funktioniert. Na? Und kaum kommst du nach Deutschland rein, reißt die Verbindung ab. Ja, das kann doch nicht sein, oder? Wenn man das vorstellt, die Leute, In die jetzt 400 Metern die- rechts abbiegen auf die B96. die Tschechen oder die Polen, wenn die nach Deutschland reinkommen und bei denen passiert das auch, dass das Netz plötzlich weg ist. Die lachen uns doch alle aus. Sagen, die Deutschen bringen es nicht mal fertig, ein Mobilfunknetz zu installieren, das funktioniert. Rechts Ja? abbiegen auf die B96. In 1 Kilometer erreichen Sie das Ziel. ZGMC Donals. Das Ziel liegt links. Ja. Ja, also wer jetzt neu dazugekommen sind, wir fahren hier in Zittau rum. Wir fahren hier in Zittau. Und vorhin waren wir in Früdstein, oder wie auch immer man das ausspricht. Da war eine alte Burg, die haben wir heute besichtigt. Heute machen wir nur einen Sonntagsausflug, heute tun wir mal nichts arbeiten, nichts liefern, keine Expresszustellung In machen. 700 Metern erreichen Sie das Ziel. ZGMC Donals. Das Ziel liegt links. Weil erstens mal kann ich ja nicht jeden Sonntag fahren, also geschäftlich fahren. Und man muss ja, wenn man in Sonntag gehabt hat, muss man ja wieder die Ruhepause einhalten. Und zum anderen ist ja da heute ein Feiertag in der Tschechischen Republik. Ja. Fragt mich nicht, was für ein Feiertag die da haben. Aber jedenfalls die Geschäfte waren alle zu. Und laut meinen Google Maps stand auch drin, dass die Burg eventuell zu hat am Feiertag, wobei ich das natürlich für blöd halte, weil ich meine, an einem Feiertag, da machen die Leute ja solche Ausflüge. Und wenn man dann so eine Touristenattraktion zumachen würde an dem Tag, das wäre ja irgendwie doof, ne? Und wenn ich gesehen habe, wie viele Leute das da heute auf der Burg waren, ne, vor allem die nach uns gekommen sind, weil wir sind zum Glück früh losgefahren und waren dort, da war noch kaum Betrieb, ne, da konnte man schön schwimmen, ohne dass ständig jemand durchs Bild läuft. Sie Ne. sind am Ziel. ZGMC Donals. Ja, ist das gut. Ziel liegt links. Ja, ist gut. Und als wir rausgegangen sind, kam da eine ganze Busladung von Leuten entgegen. Ne. Da waren wir froh, dass wir da schon fertig waren. Ja, jetzt muss ich mal kurz hier, jetzt halte ich hier mal kurz an. Ha? Silbes. Mentor 1202, hallo. Und Manuel Oh, Manuel hat auch Hallo gesagt, ja, Gruß zurück. Ich habe Wir gar sind jetzt in Zittau am McDonalds und ich weiß jetzt noch gar nicht, was wir überhaupt wollen hier. Was nehmen wir denn? Cappuccino? Nee, lass ruhig laufen. So zweimal.
Ja, jetzt fahren wir hier ins McDrive, weil ich bin zu faul zum Aussteigen. Anhänger habe ich ja heute keinen dran, weil wir fahren ja privat heute mal. Ich fahre mit dem Truck privat. Das ist natürlich auch mein Oldie nehmen können, aber mit dem Oldie, da habe ich keine Maut für Tschechische Republik. Da konnte ich nicht fahren da drüben, weil ich musste ja ein Stück Mautstrecke fahren. Hallo. Vanilleshake hatten Sie gesagt, ja? Vanille, ja. Oder warte mal. Jetzt haben wir aber Gesemmel für die. So. Das ist auch teurer geworden. Jetzt habe ich 19,98 bezahlt, sonst waren es immer 17 irgendwas. 17,58 waren es sonst immer. Und jetzt von 17,58 eine Preissteigerung auf 19,98 ist wie viel? Das ist immer 2,50 oder so? Oder 2,40 oder irgendwas. Bei 2 Portionen natürlich, ne? Also 2 Menüs. Naja, ja, ich meine, ich habe jetzt viele Jahre lang, ja, ich weiß jetzt gar nicht wie viele Jahre lang, hat es immer 17,58 gekostet. Ne? Und jetzt waren es, ich glaube, ich habe aber neulich schon einmal 19 bezahlt. Aber ich war jetzt schon wochenlang nicht mehr bei McDonald's. Ich tue ja auch nicht jedes Mal. Hallo? Hallo. Haben Sie eine Pappe dazu oder geht's so? Nee, das geht so, danke. Bitte schön. So, immer gewesen. ja. Das schöne Motorrad da vorne, oder Moped besser gesagt, mit den weißen Reifen, das gefällt mir gut. Dass es noch Weißwandreifen gibt. Ich habe ja neulich auf YouTube ein Video gesehen, da wurde erklärt, dass Reifen normalerweise weiß wären und das Schwarze im Reifen erst gefärbt werden muss, damit die schwarz werden. Da kommt dann irgendwas rein. Aber wenn du den Kautschuk machst, dann wird er eigentlich weiß, der Reifen. Bitte sehr schön. Ja, danke, tschüss. Bei meinem Chevy Caprice und bei meinem Impala und beim Lincoln hatte ich auch immer Weißwandreifen drauf. Das war immer so eine Zucht, die Weißwandreifen zu bestellen. Nee, warte mal, das gefällt mir hier nicht. Das gefällt mir hier nicht. Ich will mich da drüben hinparken, da in der Schatten, weil hier ist jetzt Sonne. Stellen wir uns hier hin, da stehen wir nicht in der Sonne. Muss
halt dann ein bisschen weiter laufen zum Abfallbecher, aber was soll's. So, jetzt kann jetzt natürlich nicht mehr dauernd reden, weil jetzt will ich ja was essen. Oder wollt ihr mir beim Essen auch noch zuschauen? Nee. Also es gibt hier jetzt natürlich hier der Shake. Jetzt habe ich doch noch Erdbeershake genommen. Das haben wir jetzt doch noch geändert. Vorhin wollte ich ja ursprünglich Vanilleshake. Aber dann ist mir eingefallen, Erdbeer gibt es ja auch noch. Schoko gibt es nicht mehr. Da hatte ich neulich mal, wollte ich Schoko, da haben sie gesagt, das gibt es nicht mehr. Ne? Oder war es vorübergehend aus, ich muss noch mal probieren, ob das, ja, und jetzt bräuchte man, jetzt riecht es hier gleich nach, jetzt muss ich mir meinen Esstisch hier vorbereiten. Ich habe hier so einen Tisch, den man hier ans Lenkrad klemmt. Und dann kommt hier das Essen dran. Ja. Pommes, die Soße dazu. Dann gibt es noch den Burger. Den Burger gibt es auch dazu. Ah ja, der liegt ja hier. Ja. So, und jetzt beende ich das mal hier, den Livestream, weil wenn ich jetzt essen tue, dann tue ich essen, da kann ich nicht zwischendrin reden, weil mit vollem Mund spricht man nicht und das ist auch blöd. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und tut den Kanal abonnieren, da könnt ihr mal wieder mitfahren, wenn wir mal wieder auf Tour gehen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.